Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Abend und freue mich, dass wir uns in der Feier der Eucharistie verbunden wissen und das über alle geografischen Entfernungen hinweg. Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit dir, mein Gott. Ein Vertrauen, das uns einlädt, unsere Stimmen zu vereinen, unsere Augen zum Himmel zu erheben und gemeinsam zu beten und Eucharistie zu feiern. Weiter hat es dann geheißen, den Weg, der Leben heißt, die Eucharistie als Fest des Lebens, als Fest der Gemeinschaft, als tiefe Begegnung mit Gott. Und so dürfen wir all das, was wir heute erlebt haben, hereinbringen in die gemeinsame Feier. All das Schöne, Begegnungen, Gespräche, Situationen, die uns gut getan haben, aber auch all das Schwere, vielleicht auch all das, was noch offen geblieben ist. So stehen wir nun da vor Gott mit all dem, was unser Leben ausmacht. Und dort hinein möchte er uns begegnen, in Kyrie, mit seiner großen Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, er, der sich uns zuwendet. Barmherzige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Schwächen und Fehler nach. Er nehme uns an der Hand, begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Erhabener Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Welt wieder aufgerichtet und uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit österlicher Freude und schenke uns einst die ewige Seligkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erfuhren die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem hinaufkam, hielten ihm die gläubig gewordenen Juden vor: Du hast das Haus von Unbeschnittenen betreten
und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus, ihnen der Reihe nach zu berichten. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da hatte ich in einer Verzückung eine Vision. Eine Schale, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den 4 Ecken gehalten wurde, senkte sich aus dem Himmel bis zu mir herab. Als ich genauer hinschaute, sah ich darin die Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich antwortete: Niemals, Herr. Noch nie ist etwas Unreines und Unheiliges in meinen Mund gekommen. Doch zum 2. Mal kam eine Stimme vom Himmel. Sie sagte: Was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Das geschah 3 Mal, dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Da standen auf einmal 3 Männer vor dem Haus, in dem ich wohnte. Sie waren aus Caesarea zu mir geschickt worden. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Auch diese 6 Brüder zogen mit mir, und wir kamen in das Haus des Cornelius. Er erzählte uns, wie er in seinem Haus den Engel stehen sah, der zu ihm sagte: Schick jemand nach Joppe und lass Simon, der Petrus genannt wird, holen. Er wird dir Worte sagen, durch die du mit deinem ganzen Haus gerettet werden wirst. Während ich redete, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie am Anfang auf uns. Da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen, nachdem sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, wer bin ich, dass ich Gott hindern könnte? Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sagten: Gott hat also auch den Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt. Wort des lebendigen Gottes. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich auf der Harfe loben. Gott, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Halleluja, 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 So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt. Ich
kenne die meinen und die meinen kennen mich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und dein Geist, Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Familien, liebe Brüder und Schwestern, die wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Heute, da stellt sich uns Jesus als der gute Hirte vor im Evangelium mit seinen sehr prägenden Ich bin Worten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und heute, da dürfen wir hören, ich bin der gute Hirte. Ich bin heute am Nachmittag ein paar Minuten im Garten gesessen und habe mir so das Bild des Hirten hergenommen. Da habe ich mir gedacht, was verbirgt sich dahinter in deinem guten Hirten? Ich habe gestaunt, was sich da alles aufgetan hat. Einerseits versteckt sich da das Wort hüten, behüten, behütet sein. Das heißt, der gute Hirte, er ist einer, der den anderen behütet. Wenn man behüten weiterdenkt, dann kommt da die Geborgenheit, der Halt, die Wärme, die Liebe, getragen sein auf dem Lebensweg. Vieles, was da auftaucht, wenn man sich das Bild des Hirten vor Augen stellt. Ich habe mich dann auch gefragt, wer ist alles Hirte? Ist es Jesus Christus allein? Sind wir selbst vielleicht auch Hirten für andere? Was zeichnet einen Hirten aus? So außer Zweifel, und das sagt uns das Evangelium, Jesus, er stellt sich vor als der gute Hirte für alle.
Das heißt, in ihm, da liegt das Bild des Hirten. Doch ich bin mir sicher, auch ihr seid Hirten für andere. Ich denke da an Eltern, die ihr Kind behüten, die ihm Geborgenheit und Liebe schenken, die ihm Orientierung und Halt geben. Hirte zu sein, das ist nicht einfach, das ist immer eine Grenzbewegung. Denn wenn ich jemanden zu viel behüte, auch das ist möglich, dann nehme ich ihm dann die Chance, dass er sich selbst entfalten kann. Gleichzeitig soll der Hirte aber auch wieder Sorge tragen, dass der andere einen Boden findet, wo er sich entfalten kann auf seinem Lebensweg. Ich denke da an gute Lehrer, die in der Schule, im Unterricht nicht nur das Ziel haben, den Lehrstoff zu vermitteln, sondern auch den Kindern und Jugendlichen etwas für das Leben mitzugeben. Auch das wieder eine Gratwanderung. So Pfeiler zu setzen, dass es für den anderen nicht Pflicht, sondern vielmehr Orientierung ist. Ich denke da an einen guten Chef, an eine gute Chefin in der Firma, die das Sorge tragen, dass es Arbeitsplätze gibt, dass Menschen sich aber gleichzeitig am Arbeitsplatz wohlfühlen. Auch das ist nicht immer einfach. Auf der einen Seite Chef zu sein, Verantwortung zu tragen, auf der anderen Seite dem anderen wieder mit Menschlichkeit, mit einfühlsamem Vermögen zu begegnen. Auch eine spannende Gratwanderung. Ich denke da dann auch an Priester, Menschen seelsorglich zu begleiten, zuzuhören, Ratschläge zu geben, aber das halt auch so, dass der andere die Chance hat, aus dem Ratschlag etwas zu tun und nicht gleich einen ganzen Weg vorgezeichnet zu bekommen. Wir sehen also an den Bildern des Hirten, das ist nicht einfach. Aber Jesus, er hat uns da Beispiel gegeben, wie man im Leben als guter Hirte für andere da sein kann. Und da wünsche ich euch, überall dort, wo ihr Hirten Sorge für andere trägt, dass ihr da in der Kraft Gottes, geleitet vom Heiligen Geist, diese besondere Aufgabe wahrnehmen dürft. Gerade auch Patin und Pate stehen ja Erstkommunionen, Taufen, Firmungen an. Auch das ist ein Hirte. Gerade der Firmpate, dem Jugendlichen so ein Stück weit Navigationssystem zu sein, aber halt auch schweigend Irrwege zu begleiten. Es kommen ja Zeiten, wo die Jugendlichen oft wenig reden mit den engsten Familienangehörigen, wo sie wahrscheinlich mit Gott mehr reden als mit ihrem Kind, und dann so die Zeiten kommen, wo für die Kinder die Eltern schwierig werden. Da kann gerade der Pate auch eine Stütze sein, der so begleitend da ist auf dem Weg. Sie sehen also unzählige Bilder, aber in diesem Bild, da kann ich Jugendliche und Eltern beruhigen. Es kommt die Zeit, wo sich das auch wieder ausgleicht. Aber ich wünsche euch allen, ausgehend vom Bild des guten Hirten, dass ihr in eurem Leben
einerseits erfahren dürft, dass es Menschen gibt, die für euch Hirten sind, dass ihr selbst für andere Hirten seid und das alles unter dem Bild des einen, des ewigen Hirten, dem guten Hirten Jesus Christus. Amen. Wir dürfen als Hirten vor den großen Hirten hinkommen, unser Herz aufmachen und in einem Moment der Stille all das Gott anvertrauen, was wir im Herzen tragen. Wo zwei und drei im Namen des Herrn beisammen stehen, dort kann das Volk der Liebe aufs Neue uns erstehen. Drum lasst uns alle streiten, vereint zum Tisch des Herrn, sein Fleisch und Blut empfangen und singen ihm zur Ehre. Die ganze Welt soll preisen und singen immer zu. Das Lob soll niemals enden, ja heilig bist nur du. Lasset uns beten. Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude, singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heilig Herr und Zebaoth. Zeugen deiner Herrlichkeit, Himmel sind und Erde, Lob und Preis durch alle Zeit, dir, o höchster Herr. Der da kommt vom ewigen Thron, er sei doch gepriesen, ewig sei denn Gottes Sohn, er uns Dank erwiesen. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus. Und am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Josef und mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in die Kirche, in die Gemeinschaft gerufen hast. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir alle tragen Menschen in unseren Herzen, denen wir eine Gebetsstille schenken möchten. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Florian, dessen Gedenktag wir heute begehen, mit unseren Namenspatronen, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander, für all unsere Anliegen, das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er, der gute Hirte, der den Frieden zugesprochen hat, diesen Frieden, den dürfen auch wir in uns tragen, miteinander teilen und vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir einander ein Zeichen der Verbundenheit und des Friedens. Seht Christus, das gebrochene und gewandelte Brot, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So dürfen wir gemeinsam innehalten, uns verbunden wissen im Brot des Lebens, nun gemeinsam in geistiger Weise die Kommunion empfangen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Danke euch für das gemeinsame Gottesdienstfeiern. Ich darf herzlich einladen, morgen um 18 Uhr zur gemeinsamen Feier und zur Übertragung der Heiligen Messe hier aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein. Ganz der Tradition des Marienmonats Mai folgend dürfen wir jetzt nach dem Segen gemeinsam ein Marienlied singen, die Gottesmutter grüßen und uns unter ihrer Hirtensorge geborgen wissen. Der Herr sei mit euch. Die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, behüte, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten und die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.